Ich bin geboren und aufgewachsen als Sohn eines Arztes in Münsterberg, Schlesien. Das ist südlich von Breslau, der damaligen Hauptstadt von Niederschlesien. Wir sind nicht geflüchtet, sondern wir sind vertrieben worden. Da war ich 14 Jahre, Ostern 1946. Mein Vater ist Anfang 1945 gestorben, da war ich 14 Jahre. Da waren wir auch schon evakuiert in das Riesengebirge, weil die russische Front schon 17 Kilometer von Münsterberg entfernt stand. Da wurden wir in das Riesengebirge evakuiert, sind aber dann nachher wieder zurück. Als die Russen das Land eingenommen hatten, sind wir wieder zurück in unsere Heimatstadt gekommen. Und von dort sind wir dann Ostern 1946 vertrieben worden. Der letzte Brief von meinem Vater ist datiert vom 30.12.1944. Meine liebe, gute Käthe, so hieß meine Mutter, es findet sich noch heute nochmal Gelegenheit, euch einige Zeilen kommen zu lassen. Mit dem Flugzeug fährt mit Verwundeten eine Helferin von meiner Abteilung nach Wien. Wir sind alle noch gesund und haben noch etwas Hoffnung. Wenn doch nur mal Hilfe von außen kommen könnte. Es geht schon ziemlich viel Beschuss. Es gibt schon ziemlich viel Beschuss. Der Ring wird immer kleiner und enger. Am Ende muss man dann nur noch viel natürliches Glück haben. In Gedanken bin ich stets bei euch. Eben bekomme ich noch einen Brief von dir, vom 16.12.44. Das dürfte wohl zunächst das Letzte sein. Das ist das Letzte, was ich von meinem Vater gehört habe. Da haben wir gar nichts gehört. Es ist ja dann, die Russen sind dann, haben Schlesien eingenommen. Wir sind wieder in unsere Heimat zurückgegangen und haben immer gewartet, dass wir eine Nachricht von dem Vater noch bekommen. Wir wussten nicht, was in Budapest passiert war. Das ging dann bis zu unserer Evakuierung, unserer Vertreibung in den Westen. Meine Mutter hat noch bis viele, viele Jahre, bis in die 50er, bis in die 60er Jahre mit dem Suchdienst eine Nachricht nochmal von ihrem Mann zu bekommen. Das ist alles missglückt. Wir haben nur erfahren, dass die Russen das Lazarett, das mein Vater leitete in Budapest, von den Russen eingenommen worden ist und bestialisch zerstört worden ist. Ich bin selbst zweimal in Budapest gewesen, habe das Lazarett gesucht und auch gefunden und Studenten, die in der Burg waren, haben mir das Lazarett gezeigt und gesagt, in diesem Lazarett ist keiner lebend rausgekommen. Die Russen haben bei der Besetzung alles, Ärzte, Verwundete und Krankenschwestern, alle mit dem Flammenwerfer ermordet. Dann haben wir, mein Vater notgedrungen, hat meine Mutter meinen Vater für tot erklären lassen. Und dann muss man sich eben einmal damit abfinden, so traurig wie das ist. Mein Vater ist am 1. September 1939 nachts schon geholt worden als Arzt, um den Polenfeldzug mitzumachen. Da war ich also gerade 8 Jahre. Da begann der Krieg und der Feldzug nach Polen begann am 1. September 1939. Da bin ich morgens aufgestanden, habe in der Küche meine Haferflockensuppe gegessen und da hat meine Mutter gesagt, Vati ist heute Nacht schon abgeholt worden, um ein Lazarett zu leiten. Und abgesehen von ein paar Urlauben
wie er mal da war, habe ich meinen Vater nicht mehr erleben können. Bin also vaterlos aufgewachsen. Fast nur noch mit Frauen. Denn auch die anderen Männer waren natürlich alle im Krieg. Deswegen verstehe ich auch die Frauen so gut. Der Vorteil. Ja, es waren nur Frauen da. Auch nach dem Krieg noch. Die jungen Frauen, die waren alle froh, wenn ich sie beim Tanzen aufgefordert hatte und sie hatten keinen Mann. Die waren zwar meistens älter als ich, aber trotzdem habe ich davon genossen. Ja, ja, so ist Freud und Leid daneben. Ich habe also gesehen oder erfahren müssen, dass ein Krieg absoluter Unsinn ist. Das größte Kriegsverbrechen, das größte Verbrechen an der Menschheit ist ein Krieg. Denn es war für uns unverständlich, dass wir in den Krieg gezogen sind. Ich bin ja selbst auch noch mal als Hitlerjunge zum Panzergraben schippen und zum Volkssturmeinsatz eingesetzt worden. Und wir wurden ja bewiesen, dass die Engländer Raubvolk sind, dass die Russen bestialisch sind und weiß der Teufel was alles. Und nachher haben wir gesehen, als wir mit der Besatzung gelebt haben, auch mit den Russen, dass das genauso gute Menschen waren wie wir. Oder auch gute, nicht so gute Menschen, aber waren genauso gemischt wie wir. Und wir haben uns damit immer sehr gut verstanden. Das war für mich der Beweis, dass also ein Krieg absoluter Unsinn ist. Ich habe als erstes nach dem Krieg Landwirtschaft gelernt, weil das die einzige Möglichkeit war, wo man sich satt essen konnte. Wo man an der Ernährung war, konnte man wieder essen, denn ich habe ja also sehr, sehr abgemagert und sehr hungrig gewesen. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, damit ich überhaupt noch irgendwie körperlich einigermaßen zu Kräften komme, gehe ich in die Landwirtschaft. Da bin ich aber dann nicht weitergekommen mit der Landwirtschaft. Da kann man ja nur weiter, wenn man also Eigentum hat, wenn man selbst Landwirt ist. Deswegen habe ich dann umgesattelt auf Landmaschinenbau, Maschinenbau studiert, sodass ich also zwei Berufe habe. Einmal bin ich staatlich geprüfter Landwirt und einmal bin ich Diplom-Landwirt, Diplom-Ingenieur für Landmaschinenbau. Und da habe ich also mein ganzes Berufsleben gearbeitet, sehr viel Freude gearbeitet, als Vertriebsleiter für eine holländische Landmaschinenfabrik in Deutschland. Da habe ich ganz Deutschland bereist, auch die damalige DDR, auch nach dem Zusammenbruch auch noch die DDR. Also ich habe auch die Hitler-Diktatur kennengelernt und habe auch die kommunistische Diktatur kennengelernt. Und ich weiß, dass alles von übel ist. Dass wir froh sein können, dass wir eine demokratische Demokratie haben in Deutschland. Das ist also ganz sicher für mich. Und ich hoffe sehr, dass also für die Zukunft, auch für meine Kinder, es ist eine große Familie, ich habe ja 4 Kinder, 6 Enkelkinder, also inzwischen auch 4 Urenkelchen, dass die auch noch mal so vernünftig leben können, wie wir das jetzt tun können. Für mich eine Motivation, dass ich also auch etwas tun will für Menschen, die also nicht so gut zurechtkommen in ihrem Leben, wie ich also leider doch, oder Gott sei Dank, erfahren habe. Durch die Erfahrung und durch meine Lehre und so weiter, meine Berufsausbildung und meine Familie, habe ich Gott sei Dank noch ein gutes Leben geführt. Und ist es mir also, ich bin nicht reich geworden, aber ich bin wirtschaftlich normal aufgewachsen. Und das wollte ich ein bisschen auch Gemeinschaft zurückgeben, auch aus Eigennutz, um selbst damit etwas jung zu bleiben. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen.